Testomon digitiert zu Megatestomon. Puh, puh, puh. Weit ist es nicht mehr bis zum zweimonatigen. Ab morgen werde ich also die doppelte Dosis, nämlich 50 Milligramm Testogel schmieren. Mein Arzt hat mich heute angerufen, er meinte, meine Werte sind super und ich könnte anfangen. Also was ich insgesamt feststelle, ist einfach, dass meine Muskeln wie Bolle, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wachsen. Also es fühlt sich zumindest so an, als würden sie wachsen wie bescheuert. Aussehen tut das natürlich alles nach nichts. Und heute beim Sport, dieses eine T-Shirt, was ich da getragen habe, habe ich das Gefühl gehabt, es wird am Kragen langsam eng. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es drückt mir gegen den Hals. Also irgendwie scheint mein Hals auch dicker zu werden. Ich habe so einen Hals, Alter. Seit einigen Tagen trage ich auch bei der Arbeit nur noch Sport-BHs, weil mir die Binder einfach, die sind mir so eng geworden, das tut nur noch sowas von unglaublich weh. Ich kriege da richtig stechende Schmerzen in der Brust, das finde ich, muss ich nicht haben. Morgen ist zwar erst mein zweimonatiges, aber weil ich morgen auf Dienstreise sein werde, ziehe ich das jetzt schon mal vor. Im Prinzip kommen jetzt so die Standardänderungen, die halt jeder beschreibt, der auf Testosteron geht. Die Muskeln wachsen, es kommen irgendwie mehr Haare, die Poren werden gröber, die Haut wird unreiner, da vor allem und da, bla bla bla, kennt jeder. Ist nichts. Sorry. Das ist also alles nicht besonders spannend. Nur eine kleine Anekdote habe ich, von der ich nicht genau weiß, ob ich sie mit Testosteron in Verbindung bringen soll oder nicht. Und zwar habe ich neulich telefoniert mit einem Mann, der hatte einen kleinen Fahrradunfall, blöderweise. Also es hat ihn richtig hingepackt und er hat sich da auch richtig dolle wehgetan. Und als er hingeflogen ist, war sein erster Gedanke erstmal aufstehen und einfach weiterfahren. Dann hat er aber gesehen, wo er überall verletzt ist und dann ist sein Kreislauf irgendwie so weggebrochen, dass er erstmal sich hinsetzen und erstmal beruhigen musste. Und als er das mir so erzählte, da dachte ich so bei mir, naja, bisschen zimperlich bist du ja schon, oder? Ich meine, ja, man könnte doch einfach aufstehen, weiterfahren. Dachte ich so bei mir. Und jetzt gestern beim Kochen, schaut euch meine schlimme Verletzung an, habe ich mir in den Finger geschnitten. Und ich dachte echt, mich tritt ein Pferd. Auf einmal fing ich an zu zittern wie blöd. Ich meine, ich habe mich nur geschnitten, ja, das hat ein bisschen geblutet, aber ich habe noch nicht mal ein Pflaster durchgesifft. Da dachte ich irgendwie, na, werde ich jetzt so zu einer manntypischen Mimose? Ich weiß nicht genau, ob das was mit Testosteron zu tun hat oder ob ich einfach generell, ob der Schnitt vielleicht einfach ein bisschen zu tief war oder ob dieses Gefühl des ins Fleisch hineinschneiden vielleicht doch ein bisschen zu präsent gewesen war in dem Moment, keine Ahnung. War jedenfalls eine niedliche kleine Anekdote. Nutzt euch überhaupt nichts, aber ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Obwohl ich eigentlich weiß, dass das, was jetzt kommt, so diese ganz normalen Standardveränderungen sind, die halt jeder Transmann irgendwann im Laufe seiner Transition beschreibt, ist es trotzdem nochmal eine ganz andere Sache, bei anderen zu sehen, ja krass und das verändert sich alles und zu sehen, wie sie sich verändern und das Ganze bei sich selbst zu beobachten. Das ist nochmal ein himmelweiter Unterschied und es ist am Anfang so unwirklich. Es wirkt so, das bilde ich mir jetzt nur ein, oder? Das kann jetzt eigentlich nicht real sein. Und es braucht eine Weile, bis es im Kopf ankommt, dass die Sachen, die jetzt gerade passieren, dass du dich nicht nur verguckt hast, sondern dass sie wirklich passieren. Und sie richtig zu kapieren. Ich glaube, das ist zurzeit gerade das Spannendste. Also ihr könnt mich für verrückt erklären, aber ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit meiner Haut passiert, die ist dicker geworden. Ich kenne das sonst von älteren Videos, insbesondere wenn ich Sport gemacht habe, dann steigt das Blut so komplett in meinen Kopf und dann habe ich so entweder so einzelne Flecken, die so richtig schön dunkelrot und fleckig und hässlich und dämlich aussehen oder mein gesamtes Gesicht hat einfach eine komplett andere Farbe als der Rest meines Körpers. Vor allem so am Hals sieht man das dann so weiß-rot. Habe ich seit Testosteron oder habe ich seit kurzem, zumindest achte ich mal mehr drauf und es ist überhaupt nicht mehr eingetreten. Finde ich geil. Und wenn ich manchmal nach unten schaue, dann sehe ich hin und wieder so an der Oberlippe so ein paar einzelne weiße, oder was heißt weiß, also eben so ganz helle Babyhärchen so abstehen. Aber nur manchmal und nur aus einem bestimmten Winkel und wenn das Licht von einer bestimmten Seite scheint. Und ich dachte anfangs, ja, naja gut, das ist nicht weiter interessant, aber gestern beim Stammtisch meinte ein Kollege, er würde hier auch schon so einen leichten Flaum sehen. Oh. Ja. Das war alles. Yeah, Sonne.
Apropos Sonne, ich habe heute leider feststellen müssen, dass ich aller Hoffnungen zum Trotz doch mehr anfange zu schwitzen. Ich habe mir ja gewünscht, dass ich es nicht tue, weil ich so schon schwitze wie ein Berserker. Allerdings, ironischerweise merke ich das gar nicht so sehr, weil entweder ist meine Körpertemperatur gestiegen, was ich nicht glaube, oder meine Haut ist jetzt wärmer. Also ich fühle mich auch manchmal ein bisschen wie ein Ofen, weil ich nicht mehr so schnell kälteempfindlich bin. Aber wahrscheinlich schwitze ich zwar mehr, aber dieser Schweiß verdunstet sofort, sodass ich nicht merke, dass ich schwitze. Das ist natürlich praktisch. Ich merke das nur, wenn irgendwelche nicht besonders atmungsaktiven Stoffe meine Hautoberfläche berühren. Heute zum Beispiel saß ich in dem Ledersessel meiner Therapeutin und bin aufgestiegen und da fühlte sich meine Kleidung ein bisschen klamm an. Dadurch habe ich das gemerkt. Aber ansonsten ist das ganz gut. Es ist sogar ganz praktisch, weil jetzt tut der Schweiß endlich genau das, was er eigentlich tun sollte, nämlich kühlen. Ich weiß noch genau, vor einem Jahr stand ich so in der U-Bahn oder in der S-Bahn mit meinem schönen Binder und unter dem Binder, es floss nur so der Schweiß entlang. Ich konnte dann innerlich schon Wetten abschließen, ob jetzt der Schweißtropfen vorne am Bauch oder hinten am Rücken zuerst im Schlüpper versinkt. Oh Gott, furchtbar. Ich glaube, meine Haare fallen aus, also die auf dem Kopf. Wenn ich jetzt die Haare kämme, ist es zurzeit immer häufiger so, dass ich irgendwelche losen Härchen im Kamm drin habe. Das kenne ich von früher nicht. Also ja, klar hat man da auch hin und wieder mal ein Härchen drin, aber es ist nicht so, dass ich jedes Mal beim Durchkämmen ein oder mehrere Haare da drin habe im Kamm. Jetzt ist das so. Und ich habe auch an der Haarlinie eben hatte ich vorher jede Menge so kleine Babyhärchen. Ich habe das Gefühl, die verdünnisieren sich langsam. Schade. Ich hoffe, meine Haarlinie wandert nicht weiter nach hinten, weil sonst muss ich irgendetwas dagegen tun. Ich sehe sonst, ich weiß nicht, ohne Haare. Ich glaube, ich sehe dann dämlich aus. Und es ist eine zweite Änderung, die ich so gebraucht habe wie Käsefüße. Ich habe Stinkfüße bekommen. Das ist so genial. Ich hätte es mir nicht besser wünschen können, ganz ehrlich. Ich hätte in der Pubertät auch schon mal Käsefüße. Daher weiß ich leider, dass mein Körper so etwas tut. Ich hasse ihn dafür, unter anderem. Oh, musste das wirklich sein? Noch irgendwas Nettes nebenher? Nein, ich weiß nicht. Das Problem ist zurzeit, es kamen gleich am Anfang, oder was heißt gleich am Anfang, es kamen hintereinander weg so ein paar Sachen, die einfach so ein Langzeitprojekt sind, sag ich mal. Also zum Beispiel Muskelwachstum. Das ist ja jetzt eine Sache, die fängt irgendwann an, sich signifikant zu verbessern und danach geht das halt immer weiter. Aber es kommt jetzt zurzeit gerade nichts Neues dazu, was ich nicht schon kenne. Deswegen habe ich gerade das Problem oder das Gefühl, dass ich feststecke oder dass es nicht richtig vorwärts geht, obwohl ich weiß, dass das nicht stimmt, sondern dass einfach die Dinge, die schon angekurbelt wurden, jetzt einfach weitergehen. Nur die brauchen jetzt halt so ihre Zeit und ich habe das Gefühl, ich stecke fest und nichts passiert und ja, ich weiß nicht. Meine Stimme wurde vorhin geschrieben, sei ein bisschen dunkler geworden. Keine Ahnung, ich merke davon nichts. Also ich klinge immer noch dunkler oder ich höre mich selbst immer noch dunkler, als es tatsächlich für Außenstehende klingt. Aber das war schon von jeher so. Insofern, ja, ich brauche gerade Geduld. Ich habe aber keine. Scheiße. Ich weiß, das wird niemandem aufgefallen sein, mir auch nicht. Ich merke nur daran, dass das, was ich trage, mir langsam zu eng wird. Ich glaube, ich werde breiter. Das merke ich jetzt zurzeit gerade am Schmuck. Also ich trage normalerweise eine Uhr, die habe ich jetzt gerade nicht drum. Aber normalerweise ist die mir sehr, nein, ich will nicht sagen locker, aber die geht über diesen Knöchel vom Handgelenk locker drüber. Und wenn ich so mache, rutscht die nach unten. Wenn ich so mache, rutscht die über diesen Knöchel drüber. Bisher zumindest war das so. Und jetzt neuerdings, sobald ich das Haus verlasse und mich ein bisschen so betätige, dass der Blutdruck aus einer Schlafposition rauskommt, wird mein Handgelenk so dick oder wird mein ganzer Arm so dick, dass sich die Uhr so richtig, das war meine Stimme, dass sich die Uhr so richtig hier reindrückt. Da habe ich so einen richtigen Abdruck. Ich habe mir jetzt auch Glieder nachbestellen müssen, weil ich glaube, lange kann ich die Uhr nicht mehr tragen. Das ist eigentlich schade. Und der Ring genauso. Der ist sowieso schon durch meine Hände durchgewandert, durch verschiedene Finger. Ursprünglich habe ich ihn hier getragen, als ich ihn bekommen habe, ja. Ich versuche mal, also ich komme wirklich nicht weiter. Da habe ich ihn hier getragen, dann hatte ich aber irgendwie trockene Haut oder irgendwas war da mit meiner Haut, deswegen wollte ich den Ring von da wegnehmen, damit die Haut nicht zusätzlich irritiert und gereizt wird. Dann hatte ich ihn eigentlich mal auf diesen Finger hier gesteckt. Ne? Prätesto hat das noch gepasst. So, und da ging es irgendwann nicht mehr.
Und dann habe ich ihn hierauf gesteckt und noch passt das hier alles. Aber auch hier, wenn ich einen Tag lang den Ring getragen habe, dann sehe ich auch abends, wie sich hier diese beiden Ringe da abgetragen haben in die Haut, wie das sich reindrückt. Also meine Finger werden irgendwie dicker. Warum mache ich den eigentlich weg? Meine Finger werden dicker. Ne? Also ist bei mir sowieso alles sehr dünn und feingliedrig. Und ich werde auch ein bisschen voluminöser weiterhin, was so den Oberkörper und Muskelaufbau betrifft. Ich trage nun schon seit etwas mehr als einem Monat keinerlei Binder mehr, weil mir die einfach so eng geworden sind, dass ich da Schmerzen drin habe etc. Sondern ich trage meine normalen Sport-BHs und selbst da, die werden mir langsam eng. Ich zeige mal kurz. So. Das sind jetzt Sport-BHs, die ich mir etwa vor einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr gekauft habe in der Größe M. Die hat mir damals noch super gepasst. Und jetzt wird die langsam, ich versuche mal meine Muskeln rauszufahren, mal sehen, ob man das sieht. Wenn ich hier meine Nackenmuskeln anspanne, vielleicht sieht man das, ich weiß es nicht. Aber dann die Träger, die drücken auch schon wieder sehr stark rein in die Muskeln oder in die Haut. Und was damit auch noch zusammenhängt, hier unten dieser Gummi hier unten, der sollte eigentlich unter der Brust liegen. Aber dadurch, dass die Nacken hier immer größer werden und das alles hier nach oben ziehen, rutscht der Gummi halt auch immer weiter nach oben. Ich entwickle langsam einen bemerkenswerten Verschleiß an Kleidungsstücken. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Eigentlich finde ich es gut. Ich scheiße auf ihren Buckel und auf den Mundgeruch. Langweilige Frauen gibt es wirklich schon genug. Ich scheiße auf ihr Gemecker und ich scheiße auf ihr Geschrei. Ihre schlechte Laune ist mir völlig einerlei. Ich scheiße auf ihr Ecstasy, ich scheiße auf ihr Crack. Ich scheiße auf ihre Drogen und das ganze Spritzbesteck. Ich will nicht mit dir ficken, da bin ich ziemlich stur. Nur eins kann mich jetzt zögern. Die Frisur. Die Frisur. Mann, Alter, ich glaube, ich bin im Stimmbruch. Stimmbruch. Ja, was soll ich sagen? Die tieferen Stimmlagen, die waren Prätesto für mich noch nicht wirklich machbar. Das, was ich gerade versucht habe zu krächzen wie eine singende Säge, konnte ich Prätesto eigentlich mal ganz gut singen. Ja, hat sich jetzt ein bisschen umgekehrt. Scheinbar. Damit sind wir auch schon bei den offensichtlichsten Änderungen. Ansonsten ja, kommt halt so der ganze Standardscheiß. Warum habe ich eigentlich die Kopfhörer auf? Ach so, ja, deswegen. Deswegen. Kommen jetzt noch so die ganzen anderen Standardveränderungen. Mehr Haare, mehr Haare, mehr Haare. Also ich zeige jetzt gerade auf meinen Bauch, ne? Nicht, dass ihr denkt. Und weniger Haare. Und Haare hier, Haare da. Ach ja, eine Sache habe ich bisher überhaupt noch nicht angesprochen. Das hatte ich immer vergessen oder irgendwie war es dann doch nicht so auffällig gewesen. Nämlich durch Testosteron wird ja auch die Klitoris größer. Und das ist aber so eine Sache, also bei manchen wird es halt, bei manchen wächst es mehr, bei manchen weniger. Und insgesamt sagt man ja auch, über die Zeit wird dieses Wachstum immer weitergehen. Das heißt also nicht so wie bei der Stimme, dass irgendwann so nach 2 Monaten ungefähr die Stimme anfängt tiefer zu werden, dann wird sie irgendwann tiefer, 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 Ende, irgendwann ist Schluss. Sondern bei der Klitoris ist es dann wirklich so, dass die über die Jahre immer weiter noch ein bisschen mehr wächst. Aber ja, ich habe es bisher halt einfach noch nicht angesprochen, weil ja, bei mir war da bisher noch nicht so, waren halt noch nicht so die dicken Veränderungen. Die dicken Veränderungen. Ja Mensch, 3 Monate schon, so schnell kann die Zeit vorbeigehen. Zeit für ein kleines Resümee. Sind denn die ganzen Wünsche, also das, was ich mir an Änderungen von Testosteron erhoffe, in Erfüllung gegangen? Ja, beziehungsweise noch nicht in Erfüllung hundertprozentig, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Sind alle Befürchtungen wahr geworden? Ja, fantastisch. Wobei ich eines habe ich zwischendurch gesagt, dass ich irgendwie Stinkefüße bekommen habe. Das muss ich auch schon wieder relativieren. Das war wieder mal nur so eine Phase. Und das kommt irgendwie immer nur dann, wenn ich Wasser in den Beinen habe. Manchmal sehen die Beine so ein bisschen schwammig aus und dann fangen die auch an zu müffeln, aber meistens ist das nicht so. Also, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, genau. Das ist mein Resümee. Für diejenigen, die es vielleicht ein bisschen ausführlicher haben möchten, noch ein paar Zahlen, ein paar Eckdaten zu meinen bisher 3 Monaten Hormontherapie. Ich brauche ein neues Glied zusätzlich in meiner Armbanduhr, damit die mir noch passt. Ich habe 3 Kilogramm Körpergewicht zugenommen.
Meine Morgenroutine dauert 6 Minuten länger. Ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist das wunderschöne Video, was ich gemacht habe dazu. Dann, ich komme mit meiner Stimme 3 Ganztonschritte tiefer als vorher. Das klingt echt nicht viel, aber okay. Und ich habe 2 Hosen verschlissen, in die ich nicht mehr reinpasse, in die ich Prätesto noch reingepasst habe. Irgendwie bin ich fett geworden oder ist es Muskel? Es muss Muskeln sein, weil in meiner neuen Paradedisziplin Bankdrücken habe ich mich innerhalb von diesen 3 Monaten um ganze 62% gesteigert im Leistungssatz. Das klingt nur so lange gut, bis man die tatsächlichen Kilogrammzahlen dazu sieht, aber hey, 62% sind 62%. Und wenn ich am Bauch, also rund um den Bauchknopf herum, die Haare weggemacht habe, dann hat das Prätesto ungefähr 2 Wochen gedauert, bis man da wieder so wirklich Haare gesehen hat. Mittlerweile sind die nach 3 Tagen wieder da. Okay, ich glaube, das sind jetzt langsam Informationen, die ihr wirklich nicht mehr unbedingt wissen wollt. Das jedenfalls ist so das Fazit. Vielleicht noch das Kurzfazit dazu. Insgesamt ist es nicht wirklich viel, was man sieht oder hört oder was irgendwie passiert ist. Aber ja, ich würde mal sagen, um es mit den Worten von Kater Schnurz zum Ende zu bringen, bis zum nächsten Mal.